hast 3 Tage Zeit in Chiang Mai und willst das Beste herausholen. Wir zeigen dir die coolsten Highlights innerhalb der Altstadt und darüber hinaus, nehmen dich mit zum Doi Suthep, dem Wahrzeichen von Chiang Mai, und erkunden den Doi Internon, den höchsten Berg Thailands. Ja, wir haben uns am ersten Tag gleich einen Roller ausgeliehen und starten jetzt sofort ins Abenteuer. Heute machen wir einen Tagesausflug zum Doi Suthep. Das ist der Hausberg hier in Chiang Mai. Und auf halber Strecke haben wir hier diesen Tempel entdeckt, der heißt Wat Palat. Und den erreicht man auch, wenn man den Monk Trail geht. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Allerdings soll man den wirklich nur gehen, wenn es trocken ist. Und außerdem muss es hier aggressive Hunde auf dem Weg geben. Wir haben gelesen, dass einer von einem Hund gebissen wurde. Das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen sind wir hier mit dem Roller hingefahren. Und wir können nur sagen, das hier ist eigentlich kein Geheimtipp mehr natürlich. Aber wunderschön in der Natur gelegen, also richtig mystisch. Zwar viel los, deswegen würden wir dir empfehlen, dass du früh morgens herkommst. Da hast du wahrscheinlich den Tempel für dich alleine. Ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Der Wat Palat wirkt wie aus einer anderen Zeit, wo sich die Natur die alten Mauern langsam wieder zurückholt. Moos überzieht die alten Chedis und die Ruinen verschmelzen fast komplett mit dem Dschungel, was eine unglaublich mystische Atmosphäre schafft. Genau diese Verbindung aus altem Stein und lebendigem Wald macht den Ort so speziell. Wenn du über die verwitterten Treppen läufst oder den Mönchen begegnest, spürst du diese besondere Energie sofort. Mitten durch die Anlage bahnt sich ein Wasserfall seinen Weg über die Felsen. Hier kannst du einfach mal kurz innehalten und die Stimmung auf dich wirken lassen. So, wir sind jetzt am Doi Suthep ganz oben angekommen und gleich besichtigen wir auch den gleichnamigen Tempel hier. Den haben wir 2019 schon mal besichtigt und wir sind sehr gespannt, ob sich hier irgendwas verändert hat. Der Doi Suthep ist das unübersehbare Wahrzeichen von Chiang Mai. Schon der Aufstieg über die lange Treppe mit den Naga-Schlangen ist ein Erlebnis für sich. Oben angekommen stehst du dann direkt vor dem riesigen goldenen Chedi, der in der Sonne funkelt. Die Tempelanlage ist reich geschmückt mit filigranen Details und Statuen. Aber der Ort ist mehr als nur beeindruckende Architektur. Er gilt als das spirituelle Herz Nordthailands. Überall siehst du Gläubige, die Lotusblumen niederlegen und den Schrein umrunden. Man spürt hier die tiefe religiöse Bedeutung für die Menschen. Und von der Aussichtsplattform hast du am Ende den weiten Blick über ganz Chiang Mai. Unser Tipp: Falls du nicht mit dem Roller zum Doi Suthep fahren möchtest, holst du dir am besten für den Weg nach oben einfach ein rotes Song Toi aus der Stadt. Am Eingang befinden sich viele Shops und Restaurants. Perfekt für eine Stärkung vor der Tempelbesichtigung. So, kurzes Fazit zum Wat Doi Suthep. Hat sich nicht viel verändert, ist immer noch genauso schön wie vor 6 Jahren. Auf jeden Fall ein Ausflug wert. Wir sind jetzt noch circa 8 Kilometer weiter in den Norden gefahren, zu einem kleinen Ort. Ich muss gerade mal schauen, wie er heißt, ich vergesse es immer. Ah ja, das ist das Homong Doi Pui Village. Ja, ich blende es mal kurz gleich noch ein. Und hier gibt es auf jeden Fall einen schönen Wasserfallgarten, den zeigen wir dir gleich noch. Und die Fahrt hierhin, die war tatsächlich ein bisschen abenteuerlich. Die werden wir auf dem Rückweg auf jeden Fall auch noch filmen. Und ja, jetzt genießen wir noch einen Eiskaffee und Jasmin zeigt euch jetzt mal noch die Aussicht hier.
Das Muong Doi Pui Village ist eine Siedlung eines der Bergvölker im Norden. Am Anfang läufst du durch viele Marktstände mit lokalem Handwerk und bunten Stoffen. Aber es lohnt sich, durch die Gassen bis nach hinten zu gehen. Da liegt nämlich ein wunderschön angelegter Garten am Hang, inklusive Wasserfall. Auch wenn das Dorf mittlerweile auf Besucher ausgerichtet ist, kriegst du hier einen spannenden Einblick in die Kultur und Geschichte des Stammes. Zum Abschluss des Tages haben wir noch einen richtig coolen Geheimtipp für dich. Wir sind jetzt hier auf dem Gat Mani Market. Das ist ein richtig cooler Nachtmarkt. Der ist circa 1 Kilometer südlich der Altstadt gelegen. Und wie du siehst, gibt es hier einen richtig tollen See, super Stimmung, ganz tolle Beleuchtung. Super leckeres Essen, also hier gibt es Stände und es gibt auch Restaurants mit echt super Preisen. Also wenn du mal abseits der Touristenpfade einen richtig coolen Nachtmarkt erleben willst, komplett lokal, dann würden wir diesen Markt auf jeden Fall empfehlen. Ja, wir sind jetzt hier am Kat Luang Market. Das ist ein richtig authentischer, echter Markt hier in Chiang Mai, also im Gegensatz zu den Touristenmärkten. Und hier gibt es nichts, was es nicht gibt, also lokale Spezialitäten, Souvenirs, Kleidung und jede Menge mehr. Wie du siehst im Hintergrund ist es überdacht und hat eine richtig coole Atmosphäre. Also von uns eine klare Empfehlung für Chiang Mai. Wir starten unseren zweiten Tag direkt mitten im Geschehen, und zwar auf dem Warorot Market. Wobei die Einheimischen ihn eigentlich fast nur Kat Luang nennen, was so viel wie großer Markt bedeutet. Er ist der älteste Markt der Stadt und hier kaufen vor allem die Thais selbst ein. Es ist eng, wuselig und die Waren stapeln sich oft bis unter die Decke. Aber der eigentliche Grund, hierher zu kommen, ist das Essen. Du findest hier die besten nordthailändischen Spezialitäten, wie die würzige Sai Ua Wurst oder frische Chilipasten. Wer das echte, unverfälschte Chiang Mai erleben will, kommt an diesem Ort nicht vorbei. Für uns bisher einer der besten Märkte Thailands. Ja, wir stehen hier vor dem Silver-Tempel in Chiang Mai. Ein sehr spezieller Tempel, der wurde Anfang der 2000er Jahre angefangen zu renovieren. Besteht hauptsächlich aus Zink, Nickel und Aluminium. Kostet 50 Baht Eintritt pro Person. Und eins musst du wissen, Frauen dürfen nicht in die Haupthalle. Das hat alte, traditionelle Gründe, hauptsächlich aus der Lana-Kultur. Aber gut, manchmal muss man halt auch solche Sachen akzeptieren. So, heute probieren wir die Spezialität hier in Chiang Mai, und zwar ist das das Gericht Khao Soi, und das beinhaltet Nudeln, also Eiernudeln, und obendrauf ist immer noch ein Nest mit frittierten Eiernudeln. Wir haben jetzt die Chicken-Variante bestellt, und dabei gibt es eine Brühe, die besteht aus Curry und Kokosnuss.
Und dazu gibt es immer eingelegten Senfkohl, rote Zwiebeln und eine Limette. Also es gehört auf jeden Fall dazu. Deswegen machen wir das auch schon mal gleich da rein. Dann hier noch ein paar Zwiebelchen rein und das Senfgemüse. Das mache ich immer ganz rein, das ist total lecker. So. Und dann vermengt man das Ganze ein bisschen. Und dann mache ich das immer so, dass ich erst, sage ich mal, diese verschlinge und mich dann an das Hähnchen rantraue. Und unten ist es dann richtig scharf. Also wenn man dann das Ganze hier gegessen hat und zur Brühe kommt, dann merkt man auch, dass es irgendwie, je weiter es unten ist, noch schärfer wird. Die Altstadt von Chiang Mai ist ein perfektes Quadrat, das komplett von einem Wassergraben umschlossen wird. Der bekannteste Zugang ist das Ta Pe Gate. Mit seiner roten Ziegelmauer ist es nicht nur ein beliebtes Fotomotiv, sondern auch das Tor zum historischen Zentrum der Stadt. So, wir sind am Wat Che Di Luang, das ist der bekannteste Tempel von ganz Chiang Mai. Und der steht mitten im Old Town und ist im 15. Jahrhundert gebaut worden, ist massiv, also wirklich absolut beeindruckend. Zurück in der Altstadt darf ein Tempel auf keinen Fall fehlen, der Wat Che Di Luang. Er sticht sofort heraus, weil er nicht glänzt und funkelt, sondern eine massive, wuchtige Ruine aus Ziegelstein ist. Die Spitze ist vor Jahrhunderten bei einem Erdbeben eingestürzt, was ihm diesen ganz speziellen, fast rohen Charakter gibt. Wenn du um den riesigen Sockel läufst und die steinernen Elefanten siehst, bekommst du ein Gefühl dafür, wie gewaltig dieses Bauwerk ursprünglich mal war. Ja, also es ist so, dass in Chiang Mai gibt es auch eine große Kaffeekultur. Das heißt, da gibt es so richtig fancy Cafés. Und in einem davon sind wir jetzt gerade hier. Das Café heißt Fern Forest Café. Und das heißt, dass es hier aussieht wie im Dschungel und es ist richtig gemütlich hier draußen. Und wir haben uns ein paar Leckereien bestellt. Also der Marco hat einen Blueberry Cheesecake und ich habe einen Coconut Pie. Und diese beiden werden wir uns jetzt schmecken lassen. Am südlichen Ende der Altstadt wartet dann noch der Chiang Mai Gate Market. Hier geht es eigentlich nur um eine Sache: richtig gutes Streetfood. So, also ich probiere jetzt hier die Chiang Mai Wurst. Die haben wir auf dem Markt schon gesehen, also auf dem Tagesmarkt. Jetzt sind wir am Nachtmarkt und ja, das ist Schweinefleisch, Knoblauch, Zitronengras, Garnelenpaste und so weiter. Ich teste das jetzt mal. Ja, nicht schlecht. Scharf. Chili drin. So, jetzt bin ich dran mit dem Testen, weil ich bin hier der Currywurst-Experte. So, dann testen wir mal. Ja, riecht sehr gewürzlastig. Ist echt richtig scharf, also wirklich. Also wenn jemand nicht scharf essen kann, dann Finger weg. Scharf, aber deutsche Bratwurst ist besser. Jeden Abend bauen die Händler ihre Stände direkt am Wassergraben auf.
Es ist der perfekte Ort, um sich günstig und unkompliziert durch die thailändische Küche zu probieren. Von frischen Fruit Shakes bis zum klassischen Pad Thai auf dem Plastikstuhl. Ja, also Fazit zu der Chiang Mai Wurst. Also geschmacklich, so was die Gewürze angeht, war es echt gut. Was uns ein bisschen gestört hat, dass da auch so ein paar Speckwürfelchen drin waren und wir sind da immer ein bisschen empfindlich. Also ist das nicht unbedingt so unsere Sache. Allgemein haben wir nicht so viel Hunger heute Abend, weil wir über Tag schon so viel gegessen haben. Aber jetzt haben wir uns hier für die Jackfruit entschieden. Ich weiß nicht, ob du schon mal Jackfruit gegessen hast. Also ist meine allerliebste Wurstsorte, muss ich sagen. Ach, Wurstsorte, Obstsorte. Und schmeckt mega lecker. Und hat einen sehr interessanten Kern in der Mitte. Ups. Und so sieht es aus. Ist überhaupt nicht wabbelig oder so, also richtig fest. Und hat einen super Geschmack und ist übrigens Superfood, also muss ultra gesund sein. Ja, also wir lassen den Tag jetzt hier ausklingen. Es war für uns ein langer Tag, wir sind ein bisschen müde und wir würden sagen, dann sehen wir uns morgen. Am Tag 3 ging es für uns raus aus der Stadt. Wir haben uns eine Tagestour mit dem Van zum Doi Inthanon gebucht, dem höchsten Berg Thailands. Bevor es die Serpentinen ganz nach oben ging, war unser erster Stopp unten am Fuß des Nationalparks, der Mae Klang Wasserfall. Er ist ziemlich beeindruckend, weil er sich sehr breit über die Felsstufen erstreckt. Ein entspannter Einstieg, bevor die Fahrt weiter in die Höhe ging. Danach ging es ganz hoch auf 2565 Meter, zum höchsten Punkt Thailands. Man merkt den Temperaturunterschied sofort. Es ist deutlich kühler und oft nebliger hier oben. Wir sind kurz durch den dichten, moosigen Wald gelaufen und haben natürlich das obligatorische Foto am Gipfelschild gemacht. Nur ein kleines Stück weiter unten kam dann unser absolutes Highlight der Tour. Die 2 großen Pagoden, die zu Ehren des Königs und der Königin errichtet wurden. Wir sind jetzt am Highlight unserer heutigen Tagestour angekommen. Die 2 Pagoden auf dem Doi Inthanon. Die haben einen sehr komplizierten Namen, also ich blende die Namen auf jeden Fall ein. Es ist auf jeden Fall einmal die Königspagode und die Königinnenpagode. Wir stehen jetzt hier vor der Königinnenpagode. Und wir waren hier auch schon mal 2019. Das ist einfach Wahnsinn, das ist atemberaubend, das ist so schön. Und jetzt haben sie es sogar noch ein bisschen verschönert. Ja, modernisiert noch. Und auch für Leute, die vielleicht nicht mehr so mobil sind. Es gibt Rolltreppen und eine absolute Empfehlung. Es ist richtig schön hier. Ja, wunderschön. Wir hatten riesiges Glück mit dem Wetter. Statt Nebel hatten wir komplett freie Sicht und strahlenden Sonnenschein. Die moderne Architektur inmitten der bunten Blumengärten sieht einfach wahnsinnig schön aus. Weiter ging es dann nach Ban Mae Klang Luang, einem Dorf des Karen Hill Tribes. Hier haben wir einen kleinen Einblick in das traditionelle Handwerk bekommen. Uns wurde gezeigt, wie die Reiskörner noch ganz klassisch per Hand aus der Schale gestampft werden. Yeah, because we are 2 people, 1 person here heavy, 1 person. When I young boy, I help my mom, I help my sister. Yeah. Then a separate, this is separate. I do, they're not separate, the same place. I do all my body. Yeah. I don't know how to try it. When I do, my mom's laughing all the time. Maybe you can do that. Make a separate, huh? Ja, da muss er noch ein bisschen A rice üben. separate is a.
Außerdem durften wir den Frauen direkt beim Weben ihrer bunten Stoffe über die Schulter schauen. Und da das Dorf für seinen eigenen Kaffeeanbau bekannt ist, haben wir den dort natürlich auch direkt frisch aufgebrüht probiert. Zum Abschluss der Tour ging es noch zum Wachiratan-Wasserfall. Das ist der wohl spektakulärste Wasserfall im ganzen Nationalpark. Die Wassermassen stürzen hier mit einer unglaublichen Wucht in die Tiefe. Super nass hier, hä? Ja, sowas von. Glück haben wir die GoPro. Ja. Man wird durch die Gischt sofort nass, wenn man davor steht. Oft sieht man deswegen auch Regenbögen im Wassernebel. Ein richtig mächtiges Finale für den Tag. Ja, das waren unsere 3 Tage hier in Chiang Mai. Und wir müssen sagen, uns hat die Stadt wieder mal richtig gut gefallen. Hier gibt es super viel zu tun. Es gibt sehr viele tolle Cafés, schöne Restaurants, Bars, auch die Nachtmärkte, echt klasse. Und wir würden dir auf jeden Fall empfehlen, hier mindestens 3 Tage einzuplanen. Ja, auf jeden Fall. Und wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Und falls ja, lass mal gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du Fragen hast oder Tipps sogar für uns, schreib's gerne in die Kommentare. Ein Abo wäre natürlich super toll. Und ja, dann würden wir sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.